Im letzten Video haben wir über eine Warnung gesprochen, die uns alle schockiert hat. Auf Seite 47 des Stuttgarter Haushaltsentwurfs 2025 stand ein einziges Wort in kalter Bürokratensprache: Zahlungsunfähigkeit. Wir haben Sie gefragt, ist das erste offizielle Eingeständnis für den Absturz einer Stadt? Heute zeige ich Ihnen etwas, das noch viel beunruhigender ist. Die unterzeichnete, besiegelte und in Kraft getretene Version dieses Eingeständnisses. Heute haben wir nicht nur ein Wort, sondern den gesamten Fahrplan, wie dieses Wort Wirklichkeit wird. Was Sie hier sehen, ist eine offizielle Tabelle aus dem Stuttgarter restriktiven Konsolidierungshaushalt für 2026 bis 2027. Die Überschrift ist einfach: Pflichtausgaben und freiwillige Leistungen. Dieses Diagramm ist die Obduktion des finanziellen Todes einer Stadt. Sie sehen, wie der Balken für freiwillige Leistungen nahezu auf Null schrumpft. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass die Stadt alles, was über die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestaufgaben hinausgeht, systematisch aus dem Budget streicht. Das ist kein Kommentar, keine Prognose und keine Oppositionskritik. Das ist ein von Oberbürgermeister und Kämmerer unterzeichnetes IM-Amtsblatt veröffentlichtes Regierungsdokument. Die Unterzeichner dieses Dokuments haben damit auch das Ergebnis unterschrieben, das diese Grafik zeigt. Die systematische Streichung all dessen, was das Herz einer Stadt zum Schlagen bringt: Kultur, Sport, Jugendclubs, soziale Projekte, Stadtteilfeste. Das ist keine Theorie oder eine künftige Möglichkeit mehr. Das ist die Gegenwart. Der Niedergang Detroits begann genauso mit einem konkreten, banalen Dokument. Einer der ersten Dominosteine war in den frühen 1970er Jahren die Entscheidung, Zehntausende von Straßenlaternen abzuschalten, weil die Stadt ihre Instandhaltung nicht mehr bezahlen konnte. Die Dunkelheit wurde zum Symbol des Bankrotts. In Stuttgart ist der erste Dominostein, den wir heute sehen, in diesem Dokument festgehalten: die Streichung der freiwilligen Leistungen. Also die Entscheidung, die Seele, die Vitalität, die Fähigkeit, den Bewohnern ein Leben zu bieten, aus dem Budget zu entfernen. In Detroit gingen die Lichter aus. In Stuttgart wird das Licht der Stadt, all die zusätzlichen Dienstleistungen, die sie lebenswert machen, von vornherein programmiert, niemals anzuschalten. Das Szenario, von dem wir sagten, das passiert hier nie, steht nun in Excel-Tabellen, Balkendiagrammen und Verordnungen. Wie konnte das passieren? Wie konnte die Stadt von Mercedes, Porsche und Bosch ein Dokument unterzeichnen, das genau das systematisch liquidiert, was sie einst zur reichsten, erfolgreichsten Stadt Deutschlands machte, nämlich hohe Lebensqualität und soziale Infrastruktur? Die Antwort geht weit über eine einfache Autokrise hinaus. Es geht nicht nur um weniger verkaufte Autos, es ist die fällige Rechnung für den Zusammenbruch eines jahrzehntealten Erfolgsmodells, eines gesamten Ökosystems. Und diese Rechnung wird den Schulen, Bibliotheken, Parks und Straßen präsentiert. Dieses Video wird die wahre Geschichte hinter dieser Budgettabelle und diesen Unterschriften Schritt für Schritt aufdecken. Diese Geschichte ist nicht nur die Stuttgarts. Sie ist ein Mikrokosmos dessen, wie Deutschland beginnt, seine grundlegende Fähigkeit zu verlieren, Dinge zu machen, zu produzieren und Wohlstand zu erhalten. Im ersten Video stellten wir eine Frage: Könnte Stuttgart Deutschlands Detroit werden? Heute ersetzen wir diese Frage durch eine weitergehende These. Das erste Video war eine Warnung. Dieses Video ist eine Diagnose. Dieses Video zeigt, dass Stuttgart nicht mehr in einen Absturz geraten könnte, sondern offiziell in einen Absturz eingetreten ist. Und jetzt lautet die eigentliche Frage: Wird dieser Absturz am Boden eines Abgrunds enden? Oder sind diese radikalen Kürzungen die ersten Schritte zu einer größeren, schmerzhaften Wiedergeburt? Wenn Sie bereit sind, lassen Sie uns die ersten konkreten Schritte dieses Abstiegs verstehen lernen. Jenseits von Zahlen und Dokumenten. Aus der Perspektive echter Menschen und echter Straßen. Denn jedes Prozent in dieser Grafik bedeutet eine Tür, die in einem Viertel schließt. Eine verlorene Chance für ein Kind, ein verlorenes Stück Stadt. Was also bedeuten diese Unterschriften, dieser restriktive Konsolidierungshaushalt in der Realität? Es sind nicht nur Zahlen, es ist die stille Bestandsaufnahme von Kürzungen an der Zukunft einer Stadt. Das von uns im letzten Video erwähnte Haushaltsloch von 785 Millionen Euro ist nun Politik geworden. Der Stuttgarter Gemeinderat billigte einen offiziellen Sparkurshaushalt für 2026 und 2027. Was heißt das? Der schuldenfreie Status der Stadt, den sie seit 2018 trug, ist offiziell Geschichte. Nach eigenen Worten der Stadtverwaltung ist neue Verschuldung nun unvermeidlich geworden.
Sie sparen also nicht nur. Sie müssen sich sogar für die Grundversorgung neu verschulden. Und die erste Rate dieser Schulden zahlen sie in Form von Dienstleistungskürzungen und Steuererhöhungen. Die Details des bekanntgegebenen Sparpakets zeigen, was diese kontrollierte Bremsung wirklich kostet. Es gibt einen Einstellungsstopp für alle nicht essentiellen Stellen. Das bedeutet Lehrermangel an Schulen, weniger Reinigungskräfte auf den Straßen, lange Wartezeiten, I am amped. Die Unterstützung für Kultur, Sport und soziale Projekte wird radikal gekürzt. Die Theaterwerkstatt in ihrem Viertel, der Jugendclub könnten ihre Finanzierung verlieren. Neue Bauprojekte, Schul- und Straßensanierungen werden verschoben. Die Infrastruktur wird weiter genutzt, aber nicht instand gehalten. Und wie wird diese Lücke gestopft? Indem man ihnen mehr Geld abnimmt. Die Hotelsteuer, die Hundesteuer werden erhöht, um das Loch aus der Tasche der Bürger zu stopfen. Diese Liste ist der Plan für die systematische Demontage des Gewebes einer Stadt. Doch wie steht es um die Krise in der Autoindustrie, die als Ursache für all dies genannt wird? Die Zahlen sind beunruhigend. Baden-Württembergs Wirtschaft erwartet für 2026 nur noch ein Wachstum von 0,7%, unter dem deutschen Durchschnitt. Die Region ist extrem abhängig von der Auto- und Maschinenbauindustrie und diese Branchen verharren im Krisenmodus. Während Giganten wie Mercedes-Benz und Bosch tausende Jobs streichen wollen, gingen allein 2025 Zoll der Metall- und Elektroindustrie des Landes fast 20.000 Arbeitsplätze verloren. Seit dem Höchststand 2019 summiert sich der Gesamtverlust auf 57.500 Jobs. Doch die wirklich erschütternde Wahrheit ist diese. Was Stuttgart durchlebt, ist kein einfacher konjunktureller Abschwung. Es ist eine strukturelle Transformationskrise. Der Titel des Strukturberichts 2025 der Industrie- und Handelskammer Stuttgart bringt es auf den Punkt. Strukturelle Transformation. Ein kritischer Wendepunkt. Der Bericht stellt fest, dass die Region zwar nach wie vor stark ist, aber zwischen ihrem Innovationsanspruch und dem Transformationsdruck eingekeilt ist. Mit anderen Worten, sie steckt fest zwischen dem Ziel, Zukunftstechnologien zu entwickeln und dem akuten finanziellen und sozialen Druck, der durch die Transformation ihrer bestehenden Industrie entsteht. Der Preis für ein Missmanagement dieses Übergangs ist klar. Bis 2035 wird für die Region ein Beschäftigungsrückgang von 2,7% erwartet. Gibt es denn keinen Hoffnungsschimmer, kein neues Pittsburgh-Plan in all dieser Düsternis? Offiziell gibt es große, teure Pläne. Zum Beispiel das Projekt Stuttgart-Rosenstein, ein riesiges neues Stadtviertel für 10.000 neue Einwohner. Doch die Realität dieses Projekts zeigt die Tiefe der Krise. Allein die Infrastrukturvorbereitung wird 1,2 bis 1,6 Milliarden Euro kosten. Mit Wohnungen und sozialer Infrastruktur könnten die Gesamtkosten über 5 Milliarden Euro liegen. Erste Bauten könnten erst in den 2030er Jahren beginnen, die Fertigstellung würde bis in die 2040er Jahre dauern. Die Stadt muss Einnahmeverbesserungen oder Kreditaufnahmen in Erwägung ziehen, um dieses Projekt zu stemmen. Stellen Sie sich vor, die Stadt schnallt den Gürtel enger, weil sie die Grundversorgung für die nächsten 2 Jahre nicht stemmen kann und versucht gleichzeitig Kredit für ein Milliardenprojekt zu finden, das sich über die nächsten 20 Jahre erstreckt. Das ist das Bild einer Stadt, die auf dem schmalen Grat zwischen Detroit und Pittsburgh taumelt. Die Industriegewinne von einst finanzieren diese Transformation nicht. Stattdessen versucht man die Finanzierung der Transformation aus dem bereits gekürzten Haushalt von heute und den Schulden von morgen zu bestreiten. Folglich ist Stuttgarts Geschichte keine Was-wäre-wenn-Geschichte mehr. Sie ist eine Was-ist-Geschichte. Der Sparkurs ist von der Theorie in die Phase offizieller Politik übergegangen. Die Autokrise hat sich in eine strukturelle Transformationskrise verwandelt. Und unser Detroit-Vergleich hat sich von einer beunruhigenden Ähnlichkeit in eine konkrete historische Landkarte verwandelt. Wohin führt diese Landkarte? Das Ende dieses systematischen Niedergangs ist nicht nur die Zahlungsunfähigkeit einer Stadt, es ist der Verfall ihrer Seele und ihrer Funktion. Im nächsten Teil sehen wir uns die konkreten Punkte an denen dieser Verfall bereits begonnen hat und die vorgeschlagenen Lösungen, diesen Kurs zu stoppen. Denn die eigentliche Frage lautet, ist es möglich, eine Stadt abzureißen und gleichzeitig versuchen, sie wieder aufzubauen? Was denken Sie? Ist die einzige Wahl für unsere Städte entweder Detroits Schicksal zu erleiden oder sich für eine unmöglich erscheinende Pittsburgh-Transformation zu verschulden? Hier sind die beiden Optionen und was sie in den nächsten 5 bis 10 Jahren konkret auf den Straßen dieser Stadt bedeuten werden.
Der erste Weg, mit Schulden weitermachen und langsam verschwinden. Das ist die unvermeidliche Folge des aktuellen Sparkurses. Wenn wir diesen Weg weitergehen, werden wir bis 2030 klar sehen. Steuern werden kontinuierlich steigen. Die heute begonnenen Erhöhungen bei Hotel- und Hundesteuer werden auf Grundsteuern, Müllgebühren und andere Kernbereiche übergreifen. Das Loch wird weiter aus der Tasche der Bürger gestopft. Grunddienstleistungen werden erodieren. Der Einstellungsstopp für nicht essentielle Stellen wird zu einem Mangel an Lehrern, Krankenpflegern, Reinigungskräften und Betreuungspersonal führen. Wartezeiten werden länger, Klassen größer, Parks verwahrloster. Infrastruktur und Investitionen kommen vollständig zum Erliegen. Die heute verschobenen Schul- und Straßensanierungen werden morgen aufgegebene Projekte. Die Stadt wird in die Lage geraten, ihre alternden Knochen nicht mehr erneuern zu können. Das ultimative wirtschaftliche und soziale Ergebnis dieses Weges ist dies: Die talentiertesten jungen Menschen, die innovativsten Köpfe und die unternehmerischsten Investoren werden diese Stadt auf der Suche nach Chancen und Lebensqualität verlassen. Stuttgart wird eine Abwanderung der Köpfe erleben. Zurück bleiben die wachsende Last der alternden Bevölkerung und eine schrumpfende, zunehmend geringer qualifizierte Belegschaft. Dieser Weg führt unweigerlich Schritt für Schritt hierhin. Stuttgart wird vielleicht nicht Deutschlands Detroit, aber es wird sich langsam in eine gewöhnliche, unattraktive, durchschnittliche Provinzstadt verwandeln. Das ist die langsamere, kontrolliertere Version von Detroits Weg. Der Tod ist nicht plötzlich, sondern langsam. Der zweite Weg, der schmerzhafte radikale Wandel, der einzige echte Ausweg. Dieser Weg erfordert jenseits politischer Phrasen von grünem Wandel oder digitaler Zukunft einen rücksichtslosen und konkreten Aktionsplan. Auf diesem Weg, kurzfristig wird es ernste soziale Kosten geben. Tausende von Arbeitsplätzen in der Automobil- und traditionellen Zulieferindustrie werden im Transformationsprozess verloren gehen. Sozialer Unfrieden und Proteste werden zunehmen. Dieser Schmerz ist eine unvermeidliche Zahlung. Der Wiederaufbau muss ab morgen beginnen. Das bedeutet nicht, Technologieparks zu bauen und zu warten. Es bedeutet, die vorhandene, weltweit führende Kompetenz in Ingenieurswesen und Hochpräzisionsfertigung sofort auf neue Grundlagen zu stellen. Die konkreten Ziele müssen klar sein. 1. Robotik. Autonome Systeme. Nicht nur für das Auto, sondern für das Gesundheitswesen. Logistik und Fertigung. 2. Medizintechnik, Biomedizintechnik. Künstliche Herzklappen, Diagnosesysteme, Maschinen für die Arzneimittelproduktion. 3. Industrielle Software, digitale Zwillinge, die virtuelle Simulation und Optimierung komplexer Fabrik- und Stadtprozesse. Wir, die gesamte Lieferkette der grünen Industrie. Hochwertige Komponenten innerhalb der Energiewende, wie Wasserstoffelektrolyseure, Batterie-Recycling-Systeme, Getriebe für Windkraftanlagen. Das erinnert an eine Pittsburgh-Transformation, aber unter viel härteren Bedingungen. Pittsburgh finanzierte seinen Wandel mit dem Kapital großer philanthropischer Stiftungen wie Carnegie und Mellon. Stuttgart hat diesen Luxus nicht. Die Finanzierung muss entweder aus radikalen staatlichen Prioritäten, Umschichtung von Mitteln, oder aus mutigen Steueranreizen, Forschungskooperationen und regulatorischen Reformen kommen, die privates Kapital in diese Bereiche locken. Die Zeit ist gnadenlos knapp. Der finale Schlag. Zurück zum Anfang. Kommen wir nun zurück zu dem einzigen Bild, das Sie im Kopf behalten sollten, das Dokument, das wir zu Beginn gezeigt haben. Diese Tabelle aus Stuttgarts Haushalt 2026 bis 2027. Pflichtausgaben und die auf Null reduzierten freiwilligen Leistungen. Dieses Dokument ist nicht nur eine Budgettabelle oder ein Sparkonzept. Es ist eine stille, aber schreiende Abstimmung über die Zukunft einer Stadt. Diese Tabelle ist die konkrete, in Zahlen gegossene Landkarte des ersten Weges. Die Säule freiwillige Leistungen auf Null zu setzen, bedeutet, sich von der Seele, der Vitalität und letztlich der Zukunft der Stadt zu verabschieden. An diesem Punkt wird die Entscheidung Stuttgarts deutlich. Wird diese Stadt dieses Dokument als das endgültige, unveränderliche Schicksalsdokument ihres unvermeidlichen Niedergangs akzeptieren? Oder wird sie diese schonungslose, auf Null gesetzte Tabelle als Sprungbrett nutzen, um alles neu zu denken, alles zu riskieren und den zweiten Weg einzuschlagen? Den einzigen echten Ausweg? Die Antwort steht nicht in den Balken dieser Grafik. Die Antwort liegt bei denen, die sie betrachten, die sie diskutieren und bei allen, die die Zukunft dieser Stadt mit ihrer Wahl entscheiden. Die Frage ist nicht mehr, was wird passieren? Die Frage lautet, auf welche Seite werden sie sich stellen?